Lucas Barrios feiert die Deutsche Meisterschaft 2011. Als bester BVB-Torschütze der Saison hat er daran großen Anteil. Dabei war eine Karriere als erfolgreicher Fußballprofi lange Zeit nicht absehbar, denn als kleiner Junge war Lucas viel zu schmächtig. Sein Papa musste ihn überreden, überhaupt weiterzumachen. Ich habe gearbeitet mit meinem Vater, aber ja, war schwierig, weil wenn ich war jung nicht funktioniert Fußball, weil ich war klein. Aber danach ich habe gemacht viele Training auch. Ein Jahr lang hat er fast nur an seiner Physis gearbeitet. Aus dieser Zeit stammt auch sein Spitzname. Das war in Argentinien, eine Physio, hat gemacht, du bist gleich wie eine Panther. Ja, ehrlich, ja, du bist so. Und dann, das war mein Name, la Pantera Lucas. Und der Panther entwickelt sich prächtig. Erst in Argentinien, dann in Mexiko und Chile. Mit Colo-Colo wird er als Torschützenkönig Meister. 2009 kommt er zum BVB, wo er Alex Frei ersetzen soll. Dortmund geht nach Südamerika und dann gucken mich viele Spieler, Jürgen, kommen und dann sagen, das ist meine neue Stürmer. Ich habe gesehen viele Spiele vor Dortmund. Ich habe gesehen immer diese Fans-Tribüne. Ja? Und dann, wenn Dortmund kommt, und dann ich habe gesagt, für meine Urrata in diesem Moment, ich will gehen nach Dortmund, ehrlich, 100%. Und dann, wenn ein Trainer von Jürgen rufe dich an, und dann, das ist so wichtig für einen Spieler. Lucas Barrios trifft zwar bei seinem Debüt im DFB-Pokal in Weiden, doch in der Bundesliga legt er einen Stotterstart hin. 7 Spiele ich habe nicht gemacht, und dann, ich glaube, wenn ich habe gemacht diese Tor gegen Borussia Mönchengladbach, und dann ich habe gemacht 19 in dieser Saison. Nachdem der Knoten in Gladbach aufgegangen ist, trifft er wie am Fließband. Für einen Südamerikaner ist seine Spielweise erstaunlich schnörkellos und effizient. Unter anderem rettet er mit dem 1:0 Siegtreffer gegen Freiburg auch das 100-jährige Vereinsjubiläum. Es wäre, wenn ein Südamerikaner kommt nach Europa, weil alle sagen, kann er machen Tore in Südamerika, aber in Europa ist andere. Und dann ich habe gemacht 19, das war super für mich, weil wichtig für manche auch, weil wir waren die nächste Saison in Europa League und dann, das ist gut. In seiner Premierensaison schießt Barrios den BVB also zurück auf die europäische Bühne. Anschließend stürmt er für das Heimatland seiner Mama bei der WM 2010 bis ins Viertelfinale und wird in diesem Jahr Paraguays Fußballer des Jahres. Als in seiner zweiten Saison beim BVB gegen Nürnberg der Titel klargemacht werden kann, ist es wieder Lucas Barrios, der den Borussen-Express aufs Siegergleis setzt. Ja, ich habe mein erstes Tor und dann Levi. Ich war sehr zufrieden, weil wenn du machst Tor in diese Tage, ist so wichtig. Und die Fans immer spricht für mich, wenn ich bin in der Straße und ich war in der Straße. Sie haben immer danke Lucas für dieses Tor. Auch danke für dieses Tor, wenn ich mache mit gegen Bayern auch. Das für mich war super Zeit. Und das, ich muss sagen, danke für Fans von Borussia Dortmund, wenn sie immer war von mir, immer war sehr toll. Genau wie das Verhältnis zu seinem Trainer. Ich glaube, Kloppo ist für alle Spieler war in diesem Moment gleich wie eine Papa. Auch wenn andere Angebote kommen, er hat gesagt für mich, Lucas, du musst bleiben hier. Zu Beginn seiner dritten Saison fällt er mit einem Muskelbündelriss aus. Der Stern des Robert Lewandowski geht auf. Ich habe verlängert meinen Kontrakt mit Dortmund, was ich wollte, bleibt hier immer. Alle weiß das. Ich habe verlängert für 5 Jahre Kontrakt mit Dortmund. Aber in diesem Moment ich war verletzt und Robert war Star in dieser Saison. Und da ich habe nicht viele Minuten im Platz diese Saison. Aber ich wollte immer sein hier und helfen dieser Mannschaft.
Aber das passiert im Fußball. Meine Verletzung ist Glück für andere Spieler. Trotzdem steuert Barrios auch als Edelreservist auf dem Weg zur Titelverteidigung und zum Pokalsieg weitere 5 Tore bei, bevor er Dortmund verlässt. Insgesamt spielt er für 15 Profiklubs. In 4 Ländern wird er Meister. Mit Grêmio Porto Alegre gewinnt er die Copa Libertadores und feiert seinen größten Titel. Trotzdem ist er bis heute mit dem Verein, für den er am längsten gespielt hat, auch am innigsten verbunden. Wenn Dortmund spielt, ich gucke immer Spiel. Ich bin in Argentina, ich gucke das Spiel von Dortmund. Wenn ich war in China, ich habe immer in Telefon oder ich war, gucke das Spiel von Dortmund. Und das für mich Dortmund ist sehr wichtig in meiner Karriere. Und ich bin sehr, sehr zufrieden, weil ich war in einer großen Mannschaft. Und ich hoffe, Dortmund kann gewinnen nochmal die Champions League. Im Januar 2020 wechselt er zu Gimnasio La Plata, damals trainiert von seinem Idol und guten Freund Diego Maradona. Diego era muy cerca mío, siempre hablábamos, estábamos cerca y él me llevó al club, a Gimnasia. Y en un momento llegó la pandemia llegó y los domingos me llamaba. Domingo, Sontas, Lucas, ¿cómo estás? Todo bien, Diego, todo bien, acá haciendo grill, comiendo, asado. Y me dice, pero no estás tomando nada, no, estoy tomando agua ahí, o una gaseosa, una bebida. No. Agarra una cerveza de la heladera y ven a tomar una cerveza conmigo, estoy tomando una cerveza. Y por el teléfono hacíamos chin chin y hablábamos porque la pandemia nos alejó de él. Im Sommer 2022 beendet Lucas Ramón Barrios Cáceres seine aktive Karriere und lebt heute in Argentinien. Stellt sich die Frage, wie soll's weitergehen? Que he hecho casi todo en el fútbol, la verdad que muy contento con mi carrera, de haber hecho muchas cosas en el fútbol, como decías tú, de haber ganado copas y cosas en el fútbol, digamos en China, en Brasil, en Alemania aquí también. Y lo que quiero para el futuro es ser entrenador. Gracias a Dios ya me recibí de entrenador y el paso siguiente voy a ser entrenador y estoy muy contento de esa decisión porque quiero seguir en el fútbol, me gusta mucho y bueno, espero transmitir a los jóvenes mi conocimiento de Fußball. Dafür wünschen wir ihm natürlich alles Gute. Und für das BVB-Legendenteam geht der Panther natürlich auch weiterhin auf Torejagd.